Tja, nun ist diese Regierung also Geschichte. Philipp Amthor ist bei mir, CDU-Mitglied im Innenausschuss. Und wie das dann immer so ist, Herr Amthor, und guten Morgen hier bei Welt, dann zeigt jeder mit dem Finger auf den anderen und sagt, der ist schuld. Aus Ihrer Sicht, wer hat denn nun Schuld am Versagen dieser Regierung? Vor allem, dass sie jetzt allen dreien quasi um die Ohren geflogen ist. Ich glaube, es geht jetzt nicht um die Frage, wer hat Schuld, sondern es geht um die Frage, wie geht es weiter in Deutschland. Das wäre die Frage gewesen, die ich als zweite gestellt hätte. Ja, aber dafür trägt der Bundeskanzler jetzt die Verantwortung. Er hat mal gesagt, wer bei ihm Führung bestellt, der bekommt Führung. Die Wahrheit ist, die Wähler haben bei ihm Führung bestellt und ein Desaster erhalten. Diese Regierung ist krachend und mit Ansage gescheitert. Und jetzt gibt es auch keinen Grund, da noch lange abzuwarten, sondern wir brauchen jetzt zügige Neuwahlen. Der Bundeskanzler hat ja gestern in einer Art Wutrede, anders kann man das ja gar nicht bezeichnen, im Prinzip seinem eigenen Scheitern Ausdruck verliehen. Jetzt wird da gegenseitig mit dem Finger aufeinander gezeigt. Ich glaube, die Wähler wissen aber, alle drei Partner dieser Koalition haben in ihrer Regierungsverantwortung versagt. Und deswegen braucht es jetzt einen Politikwechsel in Deutschland. Herr Amthor, nur hat der Kanzler aber auch gesagt, also er wird heute mit Friedrich Merz sprechen und mal versuchen, ob man da vielleicht eine gemeinsame Ebene findet. Und eigentlich ist doch Deutschland momentan in vielen Bereichen so desolat, dass man wenigstens für eine Übergangszeit sagen müsste, ja, wir helfen euch. Das hat aber Friedrich Merz heute früh schon verneint. Diese Regierungskoalition ist am Ende und es gibt auch keinen Grund, jetzt über Sachfragen zu reden, denn wir müssen wieder zur Handlungsfähigkeit kommen und eine Minderheitsregierung, die Herr Scholz jetzt anführen will, eine linke Minderheitsregierung zwischen SPD und Grünen, die ist das Gegenteil von Stabilität und deswegen ist für uns auch klar, wenn wir diese Gespräche führen, müssen wir miteinander sprechen über die Frage, wann wird gewählt. Denn ich finde, ich will diesen Punkt noch mal sehr stark machen. Die Vertrauensfrage, die der Bundeskanzler da in den Raum stellt, die ist doch nur noch eine Formsache. Die Vertrauensfrage ist gestern Nacht beantwortet worden. Der Bundeskanzler hat kein Vertrauen mehr, er hat keine Regierungsmehrheit mehr und deswegen braucht es jetzt Neuwahlen. Gut, wenn Sie von Stabilität sprechen, ein großer Block, der liegt quasi noch vor Deutschland. Deutschland hat keinen Haushalt. Das sollte nächste Woche, übernächste Woche über die Bühne gehen. Ohne Haushalt. Ist das dann stabil im kommenden Jahr? Vertrauensfrage hin oder her? Es gibt keine Stabilität mehr in der Regierung in Deutschland und das liegt an dem Aber was macht Deutschland ohne Haushalt? Wir müssen eine Neuwahl über die Prioritäten im Haushalt veranstalten. Es geht jetzt nicht um Kleinigkeiten. Wissen Sie, es wäre das Gegenteil von staatspolitischer Verantwortung, wenn wir jetzt sagen, wir suchen uns mit wechselnden Mehrheiten irgendwelche Projekte, einige stimmt die CDU mit Rot-Grün durch, dann einiges mit der FDP. Das wäre Irrsinn. Wir brauchen einen gesamten Haushaltskassensturz und das ist mit diesem Kanzler nicht mehr zu machen. Okay, er hat keine Mehrheit. Gut, er ist mit diesem Kanzler nicht mehr zu machen. Das haben wir jetzt verstanden, Herr Amthor. Die Frage ist nur, mit wem wollen Sie es denn machen? Denn eine absolute Mehrheit, wenn denn Neuwahlen tatsächlich ausgerufen sind, ist relativ unwahrscheinlich. Steuern wir auf eine große Koalition dann wieder zu? Ich glaube, die SPD lässt große Zweifel an ihrer staatspolitischen Verantwortung und Regierungsfähigkeit aufkommen im Moment. Für uns ist klar, alle Koalitionsoptionen, die im Moment auf dem Tisch liegen, sind schlecht. Und deswegen werden wir auch keinen Koalitionswahlkampf führen, sondern einen Wahlkampf für einen echten Politikwechsel in Deutschland. Steuersenkung, Wirtschaftsentlastung, geordnete Migration und ein Staat, der wieder funktioniert. Und daran müssen sich dann die anderen Parteien messen lassen. Wir machen jetzt keine falschen Zugeständnisse, sondern werben für zügige Neuwahlen und einen echten Politikwechsel weg von dieser linken Ampel und hin zu stabilen Verhältnissen. Sagen Sie ganz kurz noch mal, wie schwebt Ihnen das jetzt vor? Also Sie sagen zügigen Regierungswechsel, zügige Neuwahlen. Das heißt, was fordern Sie jetzt von dieser Rumpfregierung Rot-Grün? Wie soll es jetzt weitergehen? Wir finden ohne parlamentarische Mehrheit auch keine Parlamentssitzungen mehr, sondern nur noch das Nötige. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir den Bundeskanzler auffordern, und das wird Friedrich Merz im Gespräch heute tun, dass er in der nächsten Woche spätestens die Vertrauensfrage stellt. Dann wäre es möglich, dass der Bundespräsident innerhalb von 21 Tagen, also noch in diesem Jahr, den Bundestag auflöst und Neuwahlen könnten Mitte Januar stattfinden. Das ist unser Zeitplan und das ist notwendig, damit Deutschland wieder eine handlungsfähige Regierung bekommt. Philipp Amthor, danke für das Gespräch. Vielen Dank.